Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier dreht sich heute alles um magnetische Wimpern und da habe ich zwei verschiedene, die ich zuallererst beide anbringen möchte. Dann vergleichen wir zusammen, welche besser aussehen. Ich sage euch, welche sich leichter handeln lassen, welche einfacher sind, welche mir besser gefallen und am Schluss mein insgesamtes Fazit. Zuerst mal möchte ich aber erklären, was sind jetzt überhaupt magnetische Wimpern? Eine absolute Beauty-Innovation, so würde ich es schon fast nennen. Es sind False Lashes, die man einfach nur dadurch, dass hier kleine Magneten dran sind, auf dem Auge anbringen kann. Bei diesen Amazon-Wimpern, da ist jetzt der kleine Magnet hier in der Mitte, da siehst du, dass es ein bisschen schwärzer ist. Und wenn man die dann so aufeinander gibt, dann verbinden die sich, weil auf beiden ein kleiner Magnet drauf ist. Und so halten die dann auch, indem man eine am oberen Wimpernkranz anlegt quasi und eine unterhalb den eigenen Wimpern. Dann werden die eigenen Wimpern sozusagen da eingequetscht und dann hält es. Und ich sehe dann ganz, ganz großen Vorteil für mich persönlich jetzt einfach für den Alltag, weil man da keinen Kleber mehr braucht. Das ist eine saubere Angelegenheit. Es geht ratzfatz, also so hoffe ich es zumindest. Sehen wir gleich, wie es wirklich dann funktioniert und wie einfach es ist. Und man kann es wirklich im Alltag viel, viel besser anwenden, weil bisher war es bei mir tatsächlich so, das habe ich schon in meiner letzten Haul gesagt, dass ich tatsächlich im Alltag keine False Lashes verwende. Manche schwören ja drauf, manche machen das ja ständig. Ich hatte schon eine Wimpernverlängerung, also einfach auffüllen, weil da muss ich mich ja selber nicht drum kümmern. Aber falsche Wimpern tatsächlich trage ich mir nur am Fasching, Halloween oder an ganz, ganz besonderen Anlässen auf, weil sonst ist es mir zu aufwendig. Und dann hast du diesen ganzen Kleber da an den Wimpern hängen. Wenn sie gut halten sollen, dann muss der Kleber dementsprechend ein starker Kleber sein, der bleibt dann drin ewig. Das ist totales Chaos. Und deswegen sehe ich hier für mich wirklich eine enorme Erleichterung und einfach die Chance für den Alltag. Beide Wimpern, die ich hier habe, sollen einen natürlichen Look geben. Bei den von Amazon stand halt dabei ein Natural Look, da gab es auch noch den Drama Look, aber den wollte ich gar nicht, ich will es ja für den Alltag. Und bei denen von Essence, hier heißt es eben, sie geben Länge. Da gibt es auch noch welche, die Volumen geben, die sind einfach ein bisschen dichter und die sind einfach ein bisschen länger. Ich habe derzeit wirklich ein großes Problem auch mit meinen Wimpern. Gerade jetzt nach dieser Wimpernverlängerung, wo die jetzt alle ausgefallen sind, merke ich einfach, wie kurz meine eigenen Wimpern jetzt sind. Es liegt natürlich auch daran, dass ich vorher immer ein Serum genommen habe und mit dem Serum sind sie schön lang geworden und waren wirklich dichter und länger und irgendwie auch ein bisschen dunkler. Und dann habe ich sie auch gefärbt. Dann für die Hochzeit meine Wimpernverlängerung, die mega grandios war. Ich fand es so geil, einfach aufzustehen, tolle Wimpern zu haben. Aber dann habe ich natürlich kein Serum mehr verwendet, weil wenn meine eigenen Wimpern irgendwie dann schneller wachsen, dann wächst die Verlängerung auch schneller mit raus und sieht dann schneller scheiße aus. Deswegen habe ich das sein lassen und jetzt merke ich es einfach. Jetzt verwende ich aber gerade wieder ein Serum und hoffe einfach, dass meine Wimpern wieder schön werden. Aber jetzt ist deswegen genau dafür der richtige Zeitpunkt bei mir. Und den ersten Unterschied habe ich jetzt hier gerade schon gesehen. Die hier sind ja von Essence, da haben wir zwei Magnete drin. Einer rechts, einer links. Und bei denen von Amazon, dann sieht man tatsächlich, hier ist nur ein Magnet, nur in der Mitte. Beide haben schönen Schwung und die von Essence, würde ich aber fast sagen, sind auf jeden Fall nicht so dicht. Und sehen aber dadurch auch ein bisschen natürlicher aus. Da sind die wirklich unterschiedlich lang, die Wimpern. Und bei den anderen sind sie alle so relativ gleich lang. Also ich glaube, die Essence-Wimpern sind natürlicher. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall Make-up schon drauf. Ich habe auch Mascara schon drauf. Und das, denke ich, würde ich hier auf jeden Fall auch empfehlen, vorher Mascara drauf zu machen, dass die eigenen Wimpern einfach schon mal startklar sind. Denn die reichen ja nicht komplett übers ganze Auge, sondern die sind wirklich alle beide nur ein kurzes Stück und ich denke, ich werde die am hinteren Wimpernkranz ansetzen, dass sie einfach mir so ein bisschen Katzenauge geben und hinten ein bisschen mehr das Auge öffnen. Und das heißt, wir müssen sie vorne auf jeden Fall getuscht haben. Wenn man sie aber nachher erst tuscht, nachdem man die drauf hat, dann verklebt man sich ja wieder hier diese magnetischen Wimpern. Und das will ich definitiv vermeiden. Ich will die gerne einfach wirklich öfters verwenden können und deswegen tusche ich meine echten einfach vorher. Jetzt fangen wir mal an und dafür komme ich ein bisschen näher. Wir schauen uns die Essence-Wimpern hier erstmal zusammen an. Hier gibt es eine Seite, die meiner Meinung nach ein bisschen kürzer ist als die andere.
Das heißt, die werde ich auf jeden Fall nach innen setzen und die längere Seite nach außen setzen. Jetzt nehme ich mir erstmal einfach so einen Wimpernkranz und lege den auf meine echten Wimpern einfach so oben drauf. Dann kommt der zweite Wimpernkranz, weil jetzt muss ich es hier von unten dran klipsen. Hier muss man natürlich darauf aufpassen, dass die auch nach oben geschwungen sind. Jetzt nur schauen, dass die oberen nicht verrutschen und dann die unteren unten dran einfach dran halten. Und jetzt sind sie schon zusammen. Ich muss so gerade selber mal schauen. Okay, das hat jetzt nicht so ganz gut funktioniert. Hier siehst du, die hängen in der Mitte quasi jetzt von meinen echten Wimpern. Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen. Also das ist jetzt nicht ganz so schön. Da muss man wirklich schon schauen, dass die oberen ganz nah am eigenen Wimpernkranz anliegen. Jetzt korrigiere ich das nochmal. Pack mir dafür die untere, dass das aufgeht. Ja, das geht ganz leicht. Und jetzt sind sie zu. Also, das war jetzt schon mal eine schwere Geburt. Aber wenn man das jetzt so anschaut, das Ergebnis, dann muss ich sagen, es gefällt mir echt gut. Sie sehen wirklich sehr natürlich aus, weil sie nach oben hin ein bisschen dünner werden. Gell? Da sind sie ausgedünnt. Das heißt, man sieht eigentlich nur, dass sie wirklich jetzt im Vergleich zu dem, wo ich noch keine Wimpern drauf habe, voller sind. Ein bisschen. Und wenn man näher hinkommt, dann sieht man auch tatsächlich, dass sie länger sind. Vielleicht mache ich es noch mal ein bisschen heller hier. Und wenn man näher kommt, dann sieht man, dass sie hier tatsächlich auch länger sind als da, wo nur meine echten Wimpern sind. Sie sind auf jeden Fall hier fülliger. Mein Auge sieht direkt größer aus und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann komme ich jetzt zur anderen Seite, die ich mit den Amazon-Wimpern machen werde. Hier ist ja also der Unterschied, dass nur in der Mitte ein Magnet ist. Hier war es jetzt schwierig, sage ich mal, dass beide Magneten sich an der richtigen Stelle treffen und zuschnappen. Hier haben wir nur einen, dann schauen wir mal, ob das jetzt einfach besser funktioniert. Ich mache es aber wieder genauso, dass ich es am äußeren also am äußeren Augenende ausrichte und so drauflege. Schau, dass der Magnet relativ nah an meinem Wimpernkranz ist. Und setze dann die untere Wimper dran. Und das war jetzt einiges einfacher. Herrschaftszeiten, was ist denn los? Also das ist jetzt sofort zugeschnappt. Krass. Ich muss hier nicht nachkorrigieren. Jetzt schauen wir mal von der Nähe, wie sie aussehen. Sie sitzen sehr nah. Man sieht den Magnet gar nicht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Der ist schwarz. Schauen wir auf der anderen Seite. Hier habe ich es nach 100.000 Versuchen nicht geschafft, dass sie mir ganz nah am Wimpernkranz sitzen. Also ich finde, jetzt bröselt mir die Wimperntusche ab. Ich finde, dafür, wie ich da rumgekämpft habe, habe ich es jetzt schon verhältnismäßig sehr gut hinbekommen.
Sie schmiegen sich gut ein. Unten, wenn man jetzt hier so ein bisschen von unten reinschaut, dann sieht man hier tatsächlich die Magneten ganz leicht, weil die so ein bisschen grau sind. Und hier sieht man ihn nicht. Insgesamt sind diese Amazon-Wimpern natürlich irgendwie krasser, weil sie viel, viel dichter sind. Also hier müsste man vielleicht vorne seine eigenen Wimpern noch ein bisschen stärker tuschen, dass jetzt dieser Cut hier quasi nicht so stark ist, dieser Übergang. Ansonsten finde ich sie richtig geil. Aber auch die machen wirklich tolles Ergebnis, oder? Was meint ihr so? Also das ist halt viel natürlicher. So jetzt im Alltag rumzulaufen, finde ich, ja, jetzt nicht immer geeignet, die schon eher. Aber wobei, die sind halt so schwer da anzuwenden. Ich drehe das Licht mal wieder ein bisschen runter, weil ich glaube, das ist ein bisschen arg hell jetzt hier. Ja, was sagt ihr jetzt? Hier gleich mal oben bitte bewerten, welches Ergebnis findet ihr besser, Amazon oder Essence. Und ihr habt es auch gemerkt, man kann richtig viele Fehler dabei auch machen, beziehungsweise es kann richtig schwierig sein, diese Wimpern anzubringen. Wobei, ich denke, es kommt auf die Stärke des Magnets halt auch drauf an. Wenn man richtig gute Wimpern hat, dann ist der Magnet stärker und dann schnappen die schneller auch zu. Du hast ja gesehen, hier habe ich es schon hingehalten, es hat ein bisschen gedauert, dann hat es sich ein bisschen verzogen und dann ist es zugeschnappt. Und die von Amazon waren ja doch doppelt so teuer, so ungefähr. Aber da rechnet sich der Preis dann doch. Über eure Meinung bin ich sehr, sehr gespannt. Und jetzt meine Videofrage. Wie oft im Alltag tragt ihr dann bitte schön falsche Wimpern? Das würde mich echt interessieren. Ich habe euch am Anfang schon gesagt, wie oft ich sie trage. Und ja, das war es jetzt von mir. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn es so ist. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr mehr solche Tests, Reviews oder sowas sehen wollt, dann natürlich auch mit Daumen nach oben, dass ich das weiß. Wenn ihr andere Videowünsche habt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich versuche natürlich, eure Videowünsche umzusetzen. Auf jeden Fall sehr schön, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Und vergiss nicht, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, weil meine Videos nicht immer gleichzeitig, also nicht immer am selben Tag online kommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!